Passives Einkommen, während du schläfst, klingt wie der klassische Traum von jedem Investor, oder? Aber funktioniert das im Jahr 2026 überhaupt noch mit P2P-Krediten? Oder ist der Trend komplett vorbei? Auf Instagram bekomme ich in letzter Zeit ziemlich viele Fragen von euch zu genau diesem Thema. Du investierst doch da. Wie sicher ist Mintos eigentlich? Oder kann man der Plattform vertrauen? Und da ich in den letzten Monaten in Kredite und Immobilien investiert habe, dachte ich mir, hey, ich zeige dir, wie die Plattform von innen aussieht, in was man alles investieren kann und welche Renditen hier möglich sind, welche Risiken man im Kopf behalten muss. Ich zeige dir meine persönlichen Investments und gemeinsam mit dir drücken wir auf den Kauf-Button und investieren weitere 1000 Euro in mein Portfolio. Bleib auf jeden Fall dran und falls du nachher sagst, yep, das wäre auch was für mich, dann nutze den ersten Link in der Videobeschreibung oder gib bei der Registrierung den Promocode GOHOME ein. So bekommst du je nach Anlagesumme bis zu 350 Euro Neukundenbonus obendrauf und gleichzeitig unterstützt du diesen Kanal. Danke für deinen Support. Alle Inhalte auf diesem Kanal spiegeln ausschließlich meine persönliche Meinung und meine eigenen Erfahrungen als privater Anleger wider. Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um eine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Investitionen in Kredite und P2P-Plattformen sind wie jede Kapitalanlage mit Risiken verbunden und können im schlimmsten Fall bis zum Totalverlust führen. Handle bitte verantwortungsvoll und informiere dich eigenständig vor jeder Investition. Falls du Mintos noch gar nicht kennst, hier ein paar Infos, die du wissen musst. Die Plattform wurde 2015 in Lettland gegründet und ist heute mit der Abstand größte P2P-Marktplatz Europas. Über 700.000 Anleger verwalten hier knapp 800 Millionen Euro und seit Gründung wurden Kredite im Wert von fast 13 Milliarden Euro abgewickelt. Ein wichtiger Pluspunkt hier, Mintos ist seit 2021 eine offiziell regulierte EU-Wertpapierfirma. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, denn es gibt aktuell sehr viele neue P2P-Plattformen, die 15% Rendite und mehr versprechen, aber nirgendwo reguliert sind. Das heißt, die können mit den Geldern theoretisch alles machen, was sie möchten. Und sowas würde ich persönlich vermeiden. Noch ein wichtiger Punkt, den ich auch bei der Aktien- und Unternehmensanalyse prüfe, ist die Bilanz und das Cashflow-Statement. Und was die Finanzen von Mintos als Unternehmen angeht, operativ schreibt der laufende Betrieb schwarze Zahlen mit einem positiven Cashflow von über 1,3 Millionen Euro. In 2024 waren es gerade mal 400.000 Euro. Das heißt, Mintos wächst operativ und das ist ganz wichtig. Denn was wollen wir? Genau, dass unsere Investments langfristig wachsen, ohne dass die Plattform zwischendurch pleite geht und alles auf einmal unschön und komplex wird. Und zum besseren Verständnis, wie verdient Mintos überhaupt Geld? Das Geschäftsmodell ist im Grunde ein klassisches Marktplatzmodell. Der Großteil der Einnahmen kommt von den Kreditunternehmen selbst. Sie zahlen dafür eine Gebühr an Mintos, dass sie ihre Kredite auf dem Marktplatz an uns Anleger vermitteln können, weil sie wie Booking.com, nur dass hier statt Hotels eben Kredite vermittelt werden. Zusätzlich verdient Mintos an weiteren Services wie der automatischen Verwaltung von Kreditportfolios, wenn man Kredite vorzeitig auf dem Sekundärmarkt verkauft oder bei der Währungsumrechnung. Zudem bringen auch die neuen Produkte wie Anleihen und ETFs weitere Einnahmen ein. Also eigentlich alles verständlich und transparent. So transparent das klingt, wo hohe Renditen winken, gibt es natürlich auch Risiken, die du unbedingt kennen musst, bevor du dein Geld anlegst. Erstens das Pleiterisiko der Kreditgeber. Mintos vergibt die Kredite ja nicht selbst, sondern ist nur der Marktplatz. Wenn also das Partnerunternehmen, das den Kredit ausgegeben hat, in Schieflage gerät oder pleite geht, nützt auch die schöne Rückkaufgarantie nichts mehr. Mintos versucht zwar, das Geld in langwierigen Verfahren zurückzuholen, aber das kann Jahre dauern oder im schlimmsten Fall zu Verlusten führen. Zweitens das Währungs- und Länderrisiko. Viele Kredite werden in Fremdwährungen oder in Schwellenländern vergeben, wie zum Beispiel in Kasachstan oder in Indonesien. Ändert sich dort die politische Lage, gibt es Kapitalexportsperren oder wertet die lokale Währung massiv ab, kann das deine Rendite auffressen oder deine Auszahlung blockieren. Und drittens das Liquiditätsrisiko. P2P-Kredite sind kein Tagesgeld. Deine Kohle ist für die Vertragslaufzeit gebunden und wenn du dein Geld ganz spontan und schnell zurückbrauchst, musst du deine Kredite erst über den Sekundärmarkt verkaufen und das klappt nicht immer sofort oder nur mit Abschlägen. Genau deshalb gilt hier wie immer an der Börse: niemals alles auf eine Karte setzen. Immer schön über hunderte Kredite, Kreditarten und Länder streuen und die Risiken minimieren. So, genug Theorie, lass uns mal in die Praxis springen. Wenn du noch kein Konto hast, dann geh einfach auf Konto eröffnen, trage deine persönlichen Daten ein, vergiss den Promocode GOHOME nicht, um dir
hier gegebenenfalls den Bonus abzuräumen und klicke auf Konto erstellen. Danach musst du deine Identität kurz verifizieren. Ich habe das beim Spazieren mit dem Kinderwagen erledigt, ging also sehr schnell. Wenn du soweit bist, dann loggst du dich ein. Oben rechts klickst du auf Guthaben, Geld einzahlen und überweist den Betrag entweder per Banküberweisung oder zahlst per Kreditkarte ein. Meine 1000 Euro sind schon da und diese werden wir nachher gemeinsam investieren. Hier in der Übersicht auf der Startseite siehst du meinen Kontowert. Hier im Portfolio sieht man die Verteilung und in dieser Tabelle nochmal, wie viel Geld wo investiert ist und welche Renditen ich bereits erhalten habe. 660 Euro in Krediten und 150 Euro in Immobilien. Man kann auch noch in Unternehmensanleihen investieren, seit kurzem in ETFs, in Krypto und falls man nicht weiß, wohin mit dem Geld, kann man es einfach als Tagesgeld nutzen. Aktuell gibt es bis zu 2,25% aufs Cash und wie du siehst, wird das Geld von BlackRock verwaltet. Also alles ziemlich seriös. Bevor wir zu den Krediten springen, zeige ich dir ganz kurz mein Immobilienportfolio. Ich habe zum Ausprobieren 150 Euro in eine Airbnb-Wohnung in Riga investiert und wie du siehst, kann ich von der Investition etwa 6,5% Zinsen und 3% Wertzuwachs pro Jahr erwarten. Wenn ich hier draufklicke, kann man alles zu der Immobilie nachschlagen, zum Beispiel wie oft die Zinszahlung kommt, wann sie gekauft wurde und wann sie verkauft werden soll, Bilder, den Marktwert und wenn ich auf den Immobilien-Einseiter gehe, gibt es hier noch ein paar Infos und Bilder mehr. Was man hier wissen sollte, man wird damit kein Immobilienbesitzer, sondern man investiert in Schuldverschreibungen. Wir spielen hier quasi die Bank, kassieren die Zinsen und profitieren von den Wertsteigerungen der Immobilie. Dann lass uns mal in mein Kreditportfolio springen. Aktuell sind dort über 600 Euro investiert. Hier unten sieht man noch die laufenden Kredite und wie pünktlich alles zurückgezahlt wird. Natürlich gibt es auch Kredite dabei, die nicht pünktlich gezahlt werden oder gar ausfallen. Das ist auch ganz normal, aber wie du siehst, Ausfälle hatte ich bis jetzt keine. Das heißt, in der Regel werden die Kredite zurückgezahlt. Hier siehst du die durchschnittliche Laufzeit meiner Kredite, liegt bei etwa 36 Monaten und diese bringen etwa 9,5% Zinsen pro Jahr. Unten kann man noch genauer nachschauen, wo das Geld investiert ist. Verbraucherkredit, Privatkredit, Geschäftskredit, Auto, Hypotheken, Kurzkredit. Über den Button Länder kann man die Länderverteilung sehen und über den Button daneben sieht man die einzelnen Kreditunternehmen. Diese Streuung habe ich übrigens nicht selbst gemacht, nein, sondern mein Geld wurde automatisch über Core Loans verteilt. Zur Info, dieses Feature kostet mich 0,39% Rendite jährlich, aber dafür muss ich mich außer um die Einzahlungen um nichts kümmern. Das Geld wird weltweit breit gestreut, die Renditen werden reinvestiert und wenn ich von 9,5% Rendite knapp 0,4% für die ganze Arbeit bezahlen muss, dann passt ja für mich. Einen negativen Punkt will ich an der Stelle aber erwähnen, wenn man 360 Tage lang nichts investiert und keine Ein- und Auszahlungen tätigt, wird danach eine Inaktivitätsgebühr von knapp 5 Euro pro Monat fällig. Aber wenn man das Auto-Reinvestitionen aktiviert hat, sodass die Zinsen reinvestiert werden, ist man davon geschützt. Das heißt, mit den Core Loans plus automatisches Reinvestieren kann man langfristig investieren und nicht an die extra Gebühren denken. Außer Core Loans kannst du dir auch einen Custom Loans Portfolio anrichten. Das heißt, du gehst hier rein und sagst, ich will eher auf Nummer sicher gehen und in Kredite mit geringerem Risiko investieren. Dann stellst du zum Beispiel bei Mintos Risk Score 7 bis 10 ein. Rechts siehst du direkt, wie sich dein mögliches Portfolio verändert und wie gut es gestreut werden kann. Hier kannst du explizit auswählen, in welche Kreditarten du investieren möchtest und wenn du bestimmte Länder ausschließen willst, nimmst du dir einfach die Häkchen raus. Und dann ganz wichtig, du legst deinen Wunschzinssatz fest. Aber du weißt ja, je höher der Zins, desto höher das Risiko. Aber angenommen, wir wollen mindestens 7% haben. Und in der Portfolio-Vorschau sehen wir, aha, somit hätten wir eine ziemlich gute Streuung. Wenn wir unten auf Portfolio aktivieren klicken, können wir einzahlen und das Geld wird genau nach unseren Kriterien investiert. Custom Loans Portfolio kostet dich übrigens 0,29% Gebühr pro Jahr. Wenn man hier das automatische Reinvestieren aktiviert hat, ist man ebenso von den Inaktivitätsgebühren geschützt. Und die dritte Möglichkeit, man kann natürlich die Kredite selbst aussuchen und händisch in diese investieren. Das ist etwas für fortgeschrittene Anleger, aber der Vorteil hier, man spart sich somit die Gebühren für das Portfolio-Management. Wer sagt, hey, ich will mehr Rendite und bin bereit, ein höheres Risiko einzugehen,
der kann in kasachische Kredite investieren. Hier wären bis zu 20% Zinsen möglich. Also quasi das Doppelte, von dem ich jetzt habe. Ich habe allerdings keine Erfahrung damit und weiß nicht, wie zuverlässig die Rückzahlungen sind. Wenn du schon in solche Hochzinskredite investiert hast, dann schreib deine Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Alternativ kann man auf Schnäppchentour gehen und Kredite auf dem Sekundärmarkt kaufen. Falls manche Kredite oder Kreditunternehmen zu riskant werden, bekommst du hier von Mintos einen Hinweis. Daher ist es bei manuellen Investments sehr wichtig, auf unterschiedliche Regionen, Sektoren, Kreditarten und Kreditunternehmen zu setzen, um die Risiken zu minimieren. Und ansonsten, wenn jemand aus dem Kredit früher aussteigen möchte und seine Kreditanteile auf dem Markt schmeißt, kannst du diese gegebenenfalls günstiger erwerben. Der Kauf ist für dich kostenlos, aber wenn du deine einzelnen Kredite manuell verkaufst, fallen zusätzlich 0,85% Gebühren an. Daher am besten immer langfristig investieren. Für fortgeschrittene Anleger gibt es noch Unternehmensanleihen. Auch hier kannst du dein Geld für solide Renditen von bis zu 12-13% anlegen. Wenn du auf eine Anleihe klickst, gibt es hier eine Reihe von Informationen, die man sich vor der Investition am besten durchlesen sollte, also quasi was das für ein Unternehmen ist, wie es finanziell aufgestellt ist und wofür das ganze ausgeliehene Geld verwendet wird. Ich persönlich habe bis jetzt in keine Anleihen investiert, weil mir einfach die Zeit fehlt. Und einfach blind in etwas zu investieren ist, glaube ich, keine gute Strategie. So, und jetzt wird es Zeit für Action. Damit die 1000 Euro nicht sinnlos rumliegen, lassen wir sie gemeinsam investieren und arbeiten. Da ich mein Portfolio maximal passiv halten möchte, investieren wir alles schön in die Core Loans. Jetzt klicken wir auf Einzahlen. Wir wollen 1000 Euro investieren, überprüfen. Hier kriegen wir auch den Hinweis, dass die Gelder schrittweise in die verfügbaren Kredite investiert werden und dann klicken wir auf Bestätigen. Das war's auch schon. Jetzt wird das Geld im Hintergrund schön in unterschiedliche Kredite investiert. Und wenn wir ein paar Minuten später ins Portfolio reinschauen, dann sehen wir, wie genau das Geld verteilt wurde. Jetzt arbeiten für uns nun 1600 Euro. Hier siehst du die aktualisierte Laufzeit und den Zinssatz. Das wären etwa 150 Euro pro Jahr an passivem Einkommen. Und das Coole ist, das Geld arbeitet rund um die Uhr, die Zinsen flattern täglich rein, auch am Wochenende oder wenn ich im Urlaub bin. Und vielleicht als kleine Zusammenfassung, für wen lohnen sich Investments bei Mintos? Eigentlich für alle Anleger, die a. passives Einkommen aufbauen wollen, b. etwas mehr Risiko eingehen, aber auch viel mehr Rendite rausholen möchten und c. ihre Investments diversifizieren möchten, also quasi als kleiner Ausgleich für Aktien und ETFs. Daher mein persönliches Ziel, etwa 5% des Gesamtportfolios in Kredite zu investieren und somit unser passives Einkommen auszubauen und das Portfolio an sich etwas zu diversifizieren. So mein Freund, das war mein Update zu meinen Investments auf Mintos. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und nicht allzu lang und ich konnte dir die Plattform zumindest ein bisschen näher bringen. Ich werde dich hier auf dem Laufenden halten. Schreib mir in die Kommentare, bist du schon bei Mintos am Start und was sind deine Erfahrungen so. Vergiss nicht, den Daumen hoch zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und wenn du dir den Neukundenbonus von bis zu 350 Euro sichern willst, schau unter das Video rein. Danke dir fürs Zuschauen, bleib entspannt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.